Heute in Classic Ride Oldtimer Unikate. Der BMW 328 Schlüter schreibt in den 30ern Renngeschichte. Heute ist das verschollen geglaubte Einzelstück wieder einsatzbereit. Flachmann mit Turbopower. Der TVR 3000M Cosworth stürmt nach vorne, dass jedem Porsche Angst und Bange wird. Und ein über 60 Jahre alter Opel Kapitän bekommt eine Frischzellenkur für den modernen Alltagsverkehr, der Opel Capinator. Wenn ein Auto im Hänger kommt, ist der Wert meist besonders hoch. Das Original ist schon selten und teuer, aber dieses Modell ist ein Umbau und ein Unikat. Das ist ein BMW 328 aus dem Jahre 1937. Der ja nicht mehr im Originalzustand ist, wie man sieht. Der wurde 1938 umgebaut von dem damaligen Besitzer. Und das Schätzchen haben wir jetzt hier. Der damalige Besitzer lässt den Wagen für die Rennstrecke umbauen. Das ist zwar über 70 Jahre her, doch Alter macht diesem Wagen nichts aus. Jetzt einmal Gas geben. Der offene Zweisitzer aus dem Hause BMW ist 3,90 Meter lang. Statt der serienmäßigen 80 PS bringt der Umbau 90 PS auf den Prüfstand. Und mit 680 Kilo wiegt dieses Unikat satte 140 Kilo weniger als der Serien 328. Zwei andere BMW 328 hatte der Walter Schlüter, das war ein Grubenholzhändler aus Essen, 1937 bestellt. Ja. So, und privat hatte er ein Hobby, das war Rennfahren. Und nachdem BMW ihre Werksteams auch hatten und er der einzig große Privatier war, hat er damals, weil ja die Ersatzteilversorgung von den Rennfahrzeugen war doch etwas beschränkt, hatte er nichts abbekommen. Und das hat ihn dann so geärgert, dass er sich sein eigenes Rennteam aufgebaut hat. Der BMW 328 bietet eine gute Grundlage für Umbauten. Das nutzt der Geschäftsmann aus dem Ruhrgebiet. Seine Leidenschaft offen präsentieren ist nicht seine Art. Für die Startteilnahme bei Rennen dreht er seinen Namen um und startet als Walter Rethülsch. Und der Walter Schlüter, der hatte einen Mechaniker, das war der Toni Werschitz. Und dem hat er gesagt, pass auf, um konkurrenzfähig zu bleiben und auch gegen die Werkteams antreten zu können von BMW, braucht er ein bisschen ein schnelleres Auto, modifizieren wir das mal. Und der Toni Werschitz, der hat ja schon ein bisschen was auf den Kasten gehabt und der hat ihm dann die ganze Technik, der Motor und das Getriebe, 12 cm im Rahmen weiter tiefer gelegt, damit er einen niedrigen Schwerpunkt hatte, damit er schneller durch die Kurven fahren konnte. Hat ihm eine komplett neue Aluminium-Außenhaut verpasst, die ja, man sieht es ja auch, etwas stromlinienförmiger ist, um den Windwiderstand zu regulieren. Und hat den Unterboden auch noch verkleidet. Der ganze Unterboden ist verkleidet. Aber auch das Serienmodell vom BMW 328 braucht sich nicht zu verstecken. Er gilt bis heute als Traumsportwagen. Schon in den frühen 30er Jahren des letzten Jahrhunderts geplant, läuft er zum ersten Mal 1937 vom Band. Insgesamt bauen die Bayerischen Motorenwerke nur 464 Autos dieses Typs. Der offene Zweisitzer ist seiner Zeit voraus. Die sogenannte Vierrad-Flüssigkeitsfußbremse, eine von BMW entwickelte hydraulische Bremse, ersetzt erstmals die bis dahin übliche Seilzugbremse. Die neue Art der Verzögerung.
Ein Vorteil nicht nur für die Rennstrecke. Bei der Konstruktion des Wagens für den Hobbyrennfahrer Walter Schlüter sind noch weitere Dinge wichtig. Weniger Abtrieb soll er haben, leichter werden. Also tauschen die Monteure die ganze Karosserie aus und setzen auf Leichtmetall. Der Rahmen ist aus Aluminium. Die Stromlinienform ist gut für die Aerodynamik. Jetzt erreicht der Wagen einen Topspeed von 160 Kilometern pro Stunde. Alltagstauglich sieht anders aus. Toni Werschitz hat bei der Konstruktion des Wagens die Rennstrecken Europas im Kopf. Das große Lenkrad dominiert den Innenraum. Im Original gibt es bei den Armaturen keinen Tacho. Gadgets für die Rennstrecke, Handgas, Choke und ein Startknopf. Der Wagen strahlt Geschwindigkeit aus. Rennen gewinnt man mit so einem Auto. Das Konzept und die Umsetzung passen. Walter Schlüter hatte ein anderes Problem. Der Walter Schlüter hatte nur ein Problem, das waren die Reifen. Und Reifen hat er nur vom Hersteller beziehen können. So. Und dadurch, dass er mit seinem Auto so schnell war, er die Reifen haben wollte, stand er in der Bredouille und hat er meistens vor dem Ziel dann abgebremst und musste die Werksfahrer vorbeilassen. Sonst hätte BMW gesagt, du kriegst keine Reifen mehr. Und dann ist auch vorbei mit der Fahrerei. Nach dem Krieg hat dann der Walter Schlüter diesen BMW dann nachher an einen britischen Mechaniker verkauft, wo der dann bis 1999 in England war. Und der ist dann ein bisschen in Vergessenheit geraten. Dann hat Mitte der 60er Jahre haben sie den dann in einem desolaten Zustand in der Scheune gefunden von dem Mechaniker. Und dann hat erst die Welt gemunkelt, dass das eine der verschollenen Mille-Miglia-Roadster ist. Was sich dann aber ziemlich schnell wieder aufgeklärt hat. Die legendären Mille-Miglia-Wagen. 1939. Hitler rüstet Deutschland für den Angriff auf Polen. BMW baut den 328 um zu einem Rekordjäger, der seinesgleichen sucht. Das Touring und das Kamm-Coupé, zwei geschlossene 328. Dank Leichtbau und durchzugsstarken Motoren beherrschen sie in dieser Zeit die 2,0 Liter Klasse. In Le Mans und auf der Mille-Miglia fahren die Bayern 1939 und 1940 Siege ein. Der 328 avanciert zum Lieblingswagen sportbegeisterter Herrenfahrer. Aber für den Hobbypiloten Walter Schlüter zählen andere Dinge. Das ist komplett Aluminium. Der Wagen wiegt gegenüber einem normalen serienmäßig 328 140 Kilo weniger. Also jetzt reden wir von einem Gesamtgewicht von 680 Kilo. Der direkte Vergleich von Umbau und Original macht deutlich, der Schlüter verfügt über ein höheres Leistungsgewicht, bedingt durch den stärkeren Motor und die Gewichtsersparnis. Walter Schlüter startet mit seinem umgebauten 328er 1939 unter anderem beim Großglockner Grand Prix, beim Eifelrennen auf dem Nürburgring und beim Hamburger Stadtparkrennen. Nach dem Krieg geht er nur noch selten an den Start, bis er das Unikat in den 50er Jahren schließlich an einen Engländer verkauft. Der BMW 328 Schlüter, das Rennwagen-Unikat aus den 30ern, ist eines der ersten Tuning-Objekte der deutschen Rennwagenhistorie. Dieser TVR 3000M aus den frühen 70ern trägt Technik der späten 80er Jahre unter der Kunststoffhaube.
Elektrotechnik verpackt in einer klassischen Hülle. Der TVR 3000M von 1972 stammt aus der kleinen Sportwagenschmiede im englischen Blackpool. Er leistet im Serientrim flotte, aber nicht beeindruckende 136 PS. Die Firma Bornemann aus Braunschweig macht aus diesem kleinen Sportflitzer einen Porsche-Schreck. Das Ergebnis: ein Katapult auf Rädern. Der Flachmann aus Kunststoff beschleunigt in unter 5 Sekunden von 0 auf 100 und erreicht spielend Tempo 250. Egal ob Landstraße oder Rennstrecke, der kleine Zweisitzer braucht fast keine Gegner zu fürchten. ...360 Turbo-PS reißen an nicht mal 1000 Kilogramm Lebendgewicht. Die Idee zu dieser Glasfaserrakete hat Joachim Kleppe, Chef der Firma Bornemann. Der große Fan der Marke TVR erfüllt sich damit einen lang gehegten Traum. Wir denken, dass es viele Liebhaber englischer Sportwagen gibt, die aber gerne ein Auto fahren würden, was wartungsfrei ist, moderne Technik hat, eine moderne Bremsanlage und ein modernes Fahrwerk und was in den Fahrwerten auch heutzutage noch als echter Sportwagen bezeichnet werden kann. Ich denke, das ist unsere Zielgruppe und die Leute werden sicherlich viel Spaß mit diesem Auto haben, das kann ich versprechen. 3 Exemplare stellt die Firma bisher auf die Räder. Aufgrund aktueller Bestimmungen ist eine Zulassung von neu gebauten Exemplaren in Deutschland nicht mehr möglich. Im Ausland schon. Der Gitterrohrrahmen des TVR bekommt neue Halterungen für die moderne Motor- und Getriebeeinheit. Ein paar zusätzliche Verstärkungen für mehr Verwindungssteifigkeit, um mit den Urgewalten eines Cosworth-Triebwerkes klarzukommen. Das lässt sich nicht nur ungefähr durchführen, sondern folgt genauen Berechnungen. Der kompakte 2-Liter Cosworth-Motor erwirbt sich im Motorsport über die Jahre das Prädikat Bulletproof, also mehr oder weniger unkaputtbar. Der verstärkte und feingewuchtete Motor leistet im 3000M Cosworth bei 1,4 bar Ladedruck 360 PS. Öl- und Ladeluftkühler helfen, Hitzewallungen des Muskelpakets in Grenzen zu halten. Damit sich so viel Leistung auch beherrschen lässt, spendieren die Techniker dem TVR noch eine hochmoderne Bremsanlage mit ABS. Die riesigen Bremsscheiben sorgen für eine sensationelle Verzögerung. Der TVR Cosworth, ein Pitbull im Ausgehanzug. Unauffällig im Straßenverkehr bewegt, ist er nicht mehr als ein skurriler britischer Sportwagen. Man kann sich überall mit ihm sehen lassen, auch auf einem gepflegten Oldtimer-Treffen. Sozialneid entsteht nicht. Die M-Serie von TVR markiert in den frühen 70er Jahren den Übergang der kleinen Firma aus Blackpool vom Bausatzhersteller zum ernstzunehmenden Sportwagenfabrikanten. Ursprünglich treibt den 3000M ein 136 PS starker V6 aus dem Ford Capri an. Der beschleunigt die Plastikflunde in gut 8 Sekunden von 0 auf 100 und verhilft ihr zu einer respektablen Höchstgeschwindigkeit von 200 Kilometern pro Stunde. Bis auf die mehrteiligen Felgen lassen die Bornemänner den TVR äußerlich fast unangetastet. Der Innenraum glänzt mit feinsten Materialien. Edles Holz, verchromte Instrumente und viel Aluminium setzen optische Akzente. Ein Überrollbügel, straffe Sportsitze und 4-Punkt-Gurte sorgen für Rennatmosphäre. Rund 65.000 € verschlingt der Umbau, inklusive Spenderfahrzeug. Ursprünglich stammt der Reihen-Vierzylinder aus dem Ford Sierra Cosworth und leistet im Serientrim 200 PS.
Mit durchgetretenem Gaspedal beschleunigt der Cosworth TVR derart vehement, dass es einiger Übung bedarf, um mit dem Schalten hinterherzukommen. Jeden Gangwechsel begleitet ein zwitscherndes Wastegate, das nach kürzester Zeit süchtig macht. Wie ein Pitbull beißt sich dieses Auto in den Asphalt. Kurven nimmt er, als würde es sie nicht geben. Das einstellbare Rennfahrwerk in Verbindung mit einer Differentialsperre sorgt jederzeit für optimale Traktion und garantiert Fahrspaß allererster Güte. Der TVR 3000M zeigt mit seinem Leistungsgewicht von nur 2,8 Kilo pro PS den schweren, modernen Sportwagen, was eine Harke ist. Diesen betagten Oldie modifiziert ein Oldtimer-Spezialist aus ganz anderen Gründen. Alltagstauglichkeit und Komfort stehen beim Opel Capinator im Lastenheft. Nimm mich mit, Kapitän, auf die Reise, dudelt es einst aus dem Autoradio. Und da denkt manch Fußgänger nach dem Krieg gar nicht an ein Schiff, sondern an diesen großen Opel. Der Nachkriegskapitän ist repräsentativ und preiswert, obwohl er natürlich alles andere als billig ist. Eigentlich ein aufgewärmtes Vorkriegsmodell. Technisch solide, aber kein bisschen Hightech. Bei diesem Exemplar macht ein Oldtimer-Tüftler damit Schluss. Und zwar auf Kundenwunsch. Der möchte nämlich seinen Kapitän individualisieren lassen. Ich würde sagen, ist ein Opel, der herausragend ist von seiner Form her und nicht nur vom Äußeren her, sondern ein kleiner Wolf im Schafspelz. Das heißt, er hat das Faustdick hinter den Ohren, was die Technik angeht. Aus ursprünglich 58 PS entstehen so 180 Pferdestärken. Die mögliche Höchstgeschwindigkeit steigt auf Tempo 180. Was von außen nur die Spurweite der Räder andeuten, wird beim Fahrerlebnis schnell zur Gewissheit. Unter dieser alten Blechhaut steckt nicht mehr die ursprüngliche Technik. Motor, Achsen und Antrieb stammen aus der Baureihe der fast 40 Jahre jüngeren Opel Senator bzw. Monza-Baureihe. Der Auftraggeber des Capinator wünschte sich zeitgemäße Fahrleistungen und mehr Komfort. Auf die Idee gekommen bin ich nicht selbst, sondern ein Kunde von mir, dessen Herzblut das Auto eigentlich war und der den Gedanken hatte, ein Auto zu bauen mit der Form des 51er Kapitäns, allerdings mit einer Alltagstechnik und mit einer Technik, die man dem Auto nicht ansieht. Leider kann der Kunde das Projekt nicht bis zum Ende begleiten. Der Kunde hatte enorme finanzielle Schwierigkeiten, die auch private Schwierigkeiten, und hat uns das Auto überlassen müssen aufgrund seiner finanziellen Probleme. Wir haben bei 3000 Arbeitsstunden zum Zählen aufgehört. Das waren mit Sicherheit deutlich mehr. Die Karosse des Opel Capinators ist keine Stilmischung aus Kapitän und Senator geworden. Die Außenhaut präsentiert sich original. Die große Limousine schwelgt in üppigen Rundungen und viel Chrom. Das verpassen ihm nach dem Krieg die GM-Designer in Detroit. 1954 kommt endlich das Nachfolgemodell mit der längst überfälligen Ponton-Karosserie auf den Markt. Immerhin 48.000 Käufer blicken über seine lange Motorhaube. Und auch Ganoven sollen ihn lieben. Kein Wunder, denn der Sechszylinder lässt jeden Polizeikäfer alt aussehen. Der 3-Liter-Motor, original vom Senator und Monza, wirkt gar nicht mal so deplatziert im Motorraum. 180 PS, eine klare Ansage, gerade auf der Autobahn.
Die Automatik passt vorzüglich zu seinem seidenweichen Antritt. Auch innen herrscht ein Wechselbad der Gefühle zwischen nostalgischem Charme und modernem Komfort. Das Armaturenbrett so schön wie eh und je. Bakelit, Blech und Chrom bilden eine sehr amerikanisch angehauchte Welt. Selbst der Wählhebel für die Automatik versteckt sich hinter der serienmäßigen Lenkradschaltung. Vier elektrische Fensterheber. Ein angenehmer Luxus, den man auch in einem Oldtimer schnell zu schätzen lernt. Gerade bei den hinteren Türen. Das moderne Stahlkurbeldach ergänzt die zeitgenössischen Belüftungselemente. Echtes Leder steht immer noch jedem Oldie. Der Opel Kapitän Capinator. Sicher nicht jedermanns Sache. Oldie-Puristen rümpfen die Nase und beklagen den Verlust eines der seltenen Urkapitäne. Doch der Capinator demonstriert das handwerkliche Können seiner Schöpfer. Ein mutiges Projekt, in das viel Zeit und Aufwand fließt. Außerdem, wer wünscht sich nicht mal in seinem Oldie mehr Power und Komfort? Drei einzigartige Oldtimer-Unikate, modifiziert und umgebaut, jeder für seinen ganz speziellen Einsatzzweck. Der BMW 328 Schlüter, schon in den 30er Jahren modifiziert, um Rennen zu gewinnen. Weniger Gewicht, stärkerer Motor und windschlüpfrigere Karosse als der serienmäßige BMW 328 Roadster. Hobbyrennfahrer Walter Schlüter setzt damit die Werkswagen von BMW unter Druck. Der TVR 3000M mit Cosworth Turbomotor versetzt alle Piloten moderner Sportwagen in Angst und Schrecken. Von 0 auf 100 in 5 Sekunden und eine Spitze von 250 sprechen eine deutliche Sprache. Die Schöpfer des TVR Cossi beweisen, dass man auch einem 40 Jahre alten Kleinseriensportwagen gehörig Beine machen kann. Der Opel Kapitän Capinator, der gelungene Versuch, einen über 60 Jahre alten Oldie schneller, alltagstauglicher und bequemer als das Original zu machen. Trotzdem verliert der rüstige Rüsselsheimer nicht seinen ursprünglichen 50er-Jahre-Charme, auch wenn Originalitätsfanatiker über den Umbau die Nase rümpfen.